Ich bin die Varvara und heute ersetzen wir die Solarpaneele auf unserem Camper. Hallo, und ich bin die Melinda. Hi Melinda, was machst du da oben? Hi. Ich löse die Solarpaneele, weil wir die leider austauschen müssen. Die Schutzfolie hat sich gelöst, komplett gelöst beim einen und beim anderen hat es Lufteinschlüsse gegeben und ja, vor unserer großen Reise werden wir die jetzt noch austauschen. Und mal gucken, wie einfach das es geht oder eben auch nicht. Tut mir übrigens leid für die Tonqualität. Ich weiß auch nicht, was der da irgendwo im Busch macht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier runter bekommen. Aber zuerst muss ich noch die Stecker voneinander lösen, dass ich dann nicht aus Versehen irgendwie ein Kabel erwische, was nicht raus soll. Hast du sie abgehängt? Ja genau, die sind jetzt abgehängt. Und jetzt gucke ich mal, wie fest die verklebt sind. Und ab ist es. Achtung. Hätte ich jetzt nie im Leben gedacht, dass das so schnell geht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay. Nehme ich gerne, weil sonst alles immer sehr, sehr mühsam war. Ja, warte. Wir sind noch nicht fertig. Wieso? Ja, das ist erst der erste Teil. Was meinst du? Ja, wer weiß, was noch kommt. Weiß man ja nie so genau. Ja, okay, ich darf es nicht verschreien. Ein neues Werkzeug. Ja, da ist es. Super. Geschafft. Diese zwei Griffe, die sind da, dass man schön ziehen kann. Da fädelt man das. Eigentlich macht man es mit dem Drahtseil, aber wir sind gerade mit einem Seil, das macht weniger Kratzer. Und jetzt versuchen wir nämlich unter dem Panel durchzuziehen. Danke. Warte mal. Durchzuschneiden. So, jetzt. Und jetzt muss man das so hin und her ziehen. Wahrscheinlich ist der Draht besser. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 machen. Ja, dann hole ich dir mal den Draht, wenn du denkst, dass das besser geht. Also, Ist es so streng? Ja, Nee, du musst schon hin und her, weil einfach mit Ziehen löst du das ja nicht. Das ist ja quasi Sägetechnik. Ja, wir haben uns entschlossen, dass wir Nachdem das reißen, hier auch gerissen ist. weil wir denken, bis wir 11 von diesen Bahnen durchgeschnitten haben, wird das so mühsam. Und wenn wir mit dem Drahtseil kommen, dann verkratzen wir den ganzen Lack. Genau. Und jetzt reißen wir halt auch hier wieder, ne? Es wird gerissen und zerstört. Jetzt gehen wir dem Ding an den Leim. Nicht auf den Leim, sondern an den Leim. Ich habe jetzt hier so ein Plastikschabe. Ein kleines Teil. Ja, und wir haben einiges vor. Unglaublich. Guck mal. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Irgendwie tut uns gerade Sag mal. das Karma einen Gefallen. Super gut. Und da verletzt man auch nicht den Lack. Fantastisch. Oh. Ja, gucken wir mal bis zum Schluss. So, jetzt kommt noch das letzte Stück weg. Mal gucken, ob das gut geht. Und weg war's. Sehr beunruhigend. Sehr vertrauenswürdig, würde ich sagen. Naja, okay. Problem solved. So, letzter Schnitt, letzte paar Zentimeter von Kleber. Das ging jetzt unglaublich gut. Jetzt reinigen wir noch die Oberfläche und dann kleben wir die neue hin. Ich muss ein bisschen reinigen, dass halt danach der nächste Leim wieder greifen kann.
So, und jetzt ist oben sauber. Es war ein bisschen Arbeit, aber es ging. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Jetzt reinigen wir das Ganze noch mit Benzin. Und dann kleben wir. Auf geht's. Was stellst du an? Ich packe mal die neuen Solarpaneele aus, zum gucken, ob die überhaupt noch ganz sind und ob die auch funktionieren. Dazu werde ich die mal in die Sonne legen und dann hier mit dem Volt-Messgerät gucken, ob der Strom ankommt. Nicht, dass wir die jetzt austauschen und dann sind die defekt. Wir kleben sie hoch und merken dann, Scheiße, geht nicht. Und jetzt ist das Solarpanel in der Sonne. Genau, und ich muss gucken, was ich hier einstellen muss. Ich habe keine Ahnung, was Auf das ist. Irgendwie was mit Volt. Volt, genau. Gleichstrom, das ist auf der Seite. Genau. Kann mich das nicht umbringen. So, wir werden sehen. So, jetzt sind wir bei 0, oder? Genau. Da fließt natürlich kein Strom, weil Melinda nur die eine Seite vom Voltmeter angeschlossen hat. Und jetzt gucken wir mal. Und das liefert schon. 28 Volt. Das hat schon 28 Volt Spannung drauf. Das heißt, Das ist perfekt. super Sache. Ich habe hier noch ein bisschen geguckt, wie wir die Solarpaneele auslegen. Und bin leider noch zu keiner Lösung gekommen. Und Barbara war so nett und hat uns Essen besorgt. Lecker warm Geselle. Wir haben uns entschieden, dass wir die Solarpaneele wieder so montieren, wie sie vorher schon montiert waren. Macht einfach am meisten Sinn. Barbara macht da noch so eine neue Dachdurchführung. Hier müssen wir noch die Kabel ein bisschen kürzen. Das können wir natürlich nicht einfach jetzt hier auf dem Dach machen, weil da ist natürlich jetzt Strom drauf. Sobald die Sonne drauf scheint, gibt es auch Strom. Dann kann ich die nicht einfach hier abschneiden. Also das Kabel hat da innen gar nicht gehabt. Ja, was heißt das? Das wird nie im Leben dicht gegen das Wasser. Ja, dann haben wir ja Glück, dass Dass wir nicht geflutet sind. ja, oder nicht gesehen haben, wo das Wasser hingelaufen ist. Wahrscheinlich das zweite. Aber zurück zu den Kabeln. Wie gesagt, ich kann die nicht hier oben kürzen, weil ich muss die Solarpaneele abdecken, dass da keine Sonne drauf kommt und kein Strom produziert wird, weil sonst, wenn ich hier abschneide, dann sprüht es wahrscheinlich Funken. So, und bevor wir die Solarpaneele wieder ankleben, mache ich hier noch mit diesem Klebeband so einen Streifen vorne und auf der Seite, damit sich während der Fahrt die Schutzfolie nicht wieder lösen kann. Das war ja der Fall bei den alten Solarpaneelen, deshalb haben wir die ausgetauscht. Dass durch den Fahrtwind sich die Schutzfolie irgendwie gelöst hat und dann Wasser reinkam. Und das wollen wir mit diesem Band jetzt verhindern. Jetzt verteile ich den Leim und dann kleben wir, ne? Ja. Wir sind fertig. Wieder mal fix und fertig.
weil natürlich war es dann doch nicht ganz so einfach, wie es begonnen hat. Und dann haben wir noch ganz am Schluss das Kabel ein bisschen zu sehr gekürzt. Es passt jetzt auf 1 Millimeter genau, aber wir müssen mal gucken, ob wir da nicht noch ein Verlängerungskabel dazwischen machen, weil es ist jetzt sehr auf Spannung. Aber der Rest schaut gut aus. Und jetzt gehen wir mal gucken, was unten beim Laderegler ankommt. Ob da alles in Ordnung ist. So, jetzt gucken wir mal, was hier unten ankommt. So, muss ich hier drauf drücken. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da kommen 43,7 Volt, 3,5 Ampere kommen an. Das ist ja gar nicht schlecht. Ha! Da hat sich der Aufwand gelohnt. Das war's. Die Solarpaneele sind oben. Den ganzen Tag Arbeit war das. Genau. Wieder mal länger als gedacht natürlich. Es hat schnell angefangen und dann haben wir gedacht, ja, yeah, cool, wir werden schnell fertig. Und dann haben wir alles falsch gemacht. Genau, in den letzten 5 Minuten die Paneele vertauscht, zu viel Kabel gekürzt. Aber am Schluss hat es dann doch irgendwie gepasst und der Strom kommt an, Batterie wird geladen. Top. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.